Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review-Video zu dem Hobonichi Weeks. Ich benutze das als Bullet Journal und jetzt zeige ich mal, wie ich das 2021 benutzt habe und was dabei gut geklappt hat und was ich ändern werde. Direkt am Anfang sieht man hier diese Jahresübersicht. Ich habe die nicht besonders intensiv genutzt, aber ich finde die ganz praktisch, um Urlaube zu planen. Ich habe Feiertage mit grün markiert und dann meine Urlaube, die ich nehmen wollte, versucht so aufzuteilen, dass es ganz gut aufgeteilt ist über das Jahr, und das werde ich auch so beibehalten. Dann gibt es hier dieses Year at a Glance im Prinzip. Das benutze ich als Health Tracker und Periodentracker. Habe da alles eingetragen, zum Beispiel auch die Impfen, die Corona-Impfen. Genau. Was ich ganz gut finde, ist, dass man immer noch mal vom Vorjahr quasi den Dezember mit drin hat. Den brauche ich aber nicht zum Planen. Und deswegen habe ich hier einfach meine Glücksmomente des Jahres eingetragen, beziehungsweise mit so Doodles vermerkt. Und ich habe auch noch Platz für 2 Glücksmomente in der letzten Jahreswoche. Dann, ich war mir nicht so ganz sicher, wie ich die Monate nutzen soll, deswegen seht ihr jetzt verschiedene Varianten. Einmal habe ich ja einen Outfit-Tracker gemacht. Das war auch vor allen Dingen im Homeoffice für mich so ein bisschen der Ansporn, mir Mühe zu geben und nicht immer nur in Jogginghose rumzulaufen. Aber man sieht schon, dann bin ich krank gewesen eine Zeit lang. Und dann habe ich es irgendwann nicht mehr so intensiv nachverfolgt. Dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, die Sachen anzumalen. Und im Sommer hat es dann irgendwie ganz nachgelassen. Dann habe ich angefangen, das mit A Doodle a Day zu befüllen. Habe das auch eine Weile durchgehalten. Aber letztendlich sieht man ja auch wieder, dann hatte ich keine Zeit mehr, das anzumalen. Und im Dezember habe ich dann gar nichts mehr gemacht. Was aber ganz praktisch ist, ist, dass man hier am Ende nochmal 3 freie Seiten hat für das folgende Jahr. Das ist ein guter Ort, um Sachen zu testen, wie man es im anderen Jahr anders machen will. Und genau, den Platz kann ich auf jeden Fall noch verwenden. Ja. Mein wöchentliches Layout ist eigentlich immer relativ gleich. Ich habe immer in der linken Spalte Termine, in der Mitte To-Dos und rechts dann, je nachdem, das seht ihr gleich schon, das variiert. Hier habe ich zum Beispiel Speisen aufgeschrieben. Genau, es kommen aber gleich auch noch andere Varianten. Und rechts habe ich dann immer in irgendeiner Variante eine To-Do-Liste, Brainstorming, Braindump, irgendwas und einen Tracker, und alles andere variiert immer so ein bisschen. Genau, das ist zum Beispiel eine Variante. Ja, mit so Kästchen. Größere. An manchen Tagen habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wie man hier sieht. Manchmal habe ich auch die mittlere Spalte genutzt, um Aufgaben von der Arbeit aufzuschreiben. Da kann man das ja ganz gut aufteilen. Manchmal habe ich auch gar keinen Tracker gemacht und nur Checklisten in Wochen, wo viel zu tun war. Manchmal habe ich die Spalte nochmal genutzt für Outfits, aber auch nicht. Und das sind meine Weeklies gewesen. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessanten Teil, der sich auch jedes Jahr immer ein bisschen verändert. Und zwar zu den freien Seiten. Am Anfang hatte ich hier so eine kleine Übersicht, Inspirationsseite für verschiedene Header-Ideen. Das werde ich nicht nochmal machen, weil ich habe darauf nie zurückgegriffen.
Ich habe sowieso dann immer, wenn ich so dachte, ich brauche irgendwie Inspiration, habe ich eher bei Pinterest direkt geguckt oder bei Instagram. Auf jeden Fall bin ich nie auf diese Seite gegangen, deswegen muss ich das auch nicht wiederholen. Was sich als sehr gut erwiesen hat, sind diese Seiten hier. Das ist wie so eine Art Currently Spread. Also ich habe hier im Prinzip für jeden Monat eine Seite gemacht und immer wie so eine Art kleines Interview oder Fragebogen mit mir selber ausgefüllt. Einfach nur, um so eine Art Rückblick auf den Monat zu haben. Und das hat mir ganz gut gefallen und das werde ich auch auf jeden Fall im nächsten Bujo weiterführen. Diese Seite habe ich jetzt schon eigentlich unverändert seit 2 Jahren und werde ich auch im nächsten Jahr weiterführen, und zwar meine Ziele. Ich denke mir einfach 12 Ziele aus, 12 Dinge, die ich erreichen will in einem Jahr. Und wie man hier seht, habe ich auch das meiste tatsächlich umgesetzt und geschafft. Und dann auf der rechten Seite nochmal ein bisschen Platz, um Details anzugeben. Zum Beispiel war ein Ziel, 5 neue Orte zu entdecken. Und dann habe ich hier die Orte aufgeschrieben, an denen ich war. Immer sehr nützlich und hilfreich ist auf jeden Fall die Packliste. Gerade wenn ich auf eine größere Reise gehe oder so, ist das für mich einfach nochmal die Möglichkeit durchzugehen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, kann man das sehr schnell abhaken und muss nicht jedes Mal neu überlegen. Das ist ganz praktisch und nehme ich auf jeden Fall auch mit. Dann, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen verpixeln, aber ja, Geschenkideen kommt auf jeden Fall auch mit, weil schenken muss man immer. Ich werde das ein bisschen, glaube ich, modifizieren fürs nächste Jahr, aber auf jeden Fall wird es wieder eine Seite mit Geschenkideen geben. Genauso meine Wunschliste, wobei die immer relativ klein ist. Das meiste kann man sich ja selber kaufen. Die Master-To-Do-Liste wird auch wieder mitkommen. Das finde ich nochmal ein ganz guter Überblick, was man so im Jahr machen muss, was man aber nicht jetzt jede Woche an Aufgaben im Weekly mitziehen muss. Da kann man dann hier einfach ab und zu mal reinschauen, was es noch so zu tun gibt, so wie Steuererklärung zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall auch ein Spread, den ich mitnehmen werde. Und zwar habe ich hier so den Fortschritt getrackt von meinem Koreanisch lernen, beziehungsweise in welchen Lehrwerken ich welche Units schon gemacht habe. Ich habe einiges an digitalem Lernmaterial, und damit ich so ein bisschen den Überblick behalte, wo ich da auf welchem Stand bin, habe ich das auf jeden Fall mitgetrackt. Und tatsächlich habe ich immer gedacht, diese Listen sind gar nicht so nützlich, aber es hat sich herausgestellt, dass das für mich doch irgendwie Sinn macht, eine Liste zu machen, wo ich was bestellt habe, gerade wenn man mal so phasenweise viele Sachen bestellt und dann doch den Überblick verliert, was ist jetzt schon angekommen, wo fehlt jetzt noch ein Paket und so. Und zwar werde ich das mit der Wunschliste zusammenführen, glaube ich, weil ja doch man sich öfter mal selber einen Wunsch erfüllt und dann passt es zusammen. Man sieht jetzt hier, dass noch einige Seiten frei sind. Ich finde das aber ganz cool, dass es immer noch Platz zum Herumexperimentieren und Ausprobieren. Auch wenn man schon ins nächste Bullet Journal gewechselt hat, hat man hier immer noch mal Platz, was auszuprobieren. Das ist eine Kollektion, auf die ich sehr stolz bin. Und zwar bin ich eine stolze Pflanzenmama. Und das sind einige von meinen Schützlingen, die ich habe. Da habe ich mir einfach aufgeschrieben, welcher Standort und welche Gießregelmäßigkeit ideal ist für die verschiedenen Pflanzen. Es ist auch noch nicht ganz vollständig tatsächlich. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Beitrag einfach in diesem Bullet Journal vervollständige oder ob ich das Ganze in das nächste Bullet Journal übertrage. Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Genau. So, dann geht's weiter. Auch hier noch ein paar freie Seiten. Einige Spreads, die ich angefangen habe, aber nicht so wirklich weiterführen werde. Also zum Beispiel Ideen für Ukulele-Songs.
habe ich mal angefangen, 2 Lieder aufgeschrieben und dann wieder verworfen. Das werde ich, glaube ich, nicht gucken, was hier noch ist. Das ist wie eine Wundertüte. Ich weiß es gar nicht so genau. Das ist tatsächlich, glaube ich, nochmal ganz hilfreich. Und zwar habe ich hier einfach für die verschiedenen Bereiche vom Hobonichi Weeks, die ich euch jetzt auch gezeigt habe, hier einfach nochmal Ideen aufgeschrieben, was ich auf den einzelnen Seiten machen könnte und mir dann so ein bisschen überlegt, was macht für mich Sinn, was nutze ich, was ist für mich relevant. Genau, und habe damit auch so ein bisschen angefangen, das neue Bujo zu planen. Aber dazu werde ich euch auch nochmal in einem anderen Video ein bisschen zeigen, wie ich das so aufgesetzt habe und wie ich sowas so ein bisschen plane. Ja, hier sind einfach nochmal so ein paar Gedanken, Stichpunkte, wie auch immer, die ich mir gemacht habe zu diversen TED-Talks, die ich auf YouTube gesehen habe. Hände hoch, wer auch gerne sich TED-Talks anschaut. Und am Schluss haben wir noch die My 100 Seite, die ist ja schon defaultmäßig quasi im Hobonichi Weeks mit drin. Ich habe das dieses Jahr so gemacht, dass ich das genutzt habe für Bücher, Filme und Musik, die ich konsumiert habe quasi im Jahr. Und zwar habe ich mir dafür so ein eigenes kleines Bewertungssystem überlegt, von 1 bis 4 Sterne. 1 ist quasi, ja, ist nicht so wirklich meine Zeit wert. 2 ist okay, aber werde ich mir nicht nochmal angucken. Und alles ab 3 Sterne sind dann Sachen, die ich auch tatsächlich weiterempfehlen würde. Mit dem Farbkodierungssystem, das ist ja ganz praktisch mit dem Stift, der hat ja 3 Farben und dann habe ich einfach Bücher, Filme und Musik jeweils mit einer Farbe belegt. Und man sieht schon hier, was gelb hervorgehoben ist. Das waren so ein bisschen meine Highlights in diesem Jahr. Genau, das waren so die Sachen, die ich gerne gesehen, gelesen, gehört habe, wie auch immer. Und das finde ich ganz schön, dass man da nochmal so einen Rückblick hat, beziehungsweise kommt ja auch immer mal wieder in Gesprächen so die Frage, ach, ich weiß gerade nicht, was ich bei Netflix gucken soll oder ja, ich weiß gerade nicht, was ich lesen soll. Und wenn man sich dann so ein bisschen über Empfehlungen austauscht, dann schlage ich ganz gerne einfach die Seite auf und schaue, was habe ich so zuletzt geschaut. Das ist ja, da ich es ja nach und nach befülle, ist das ja auch mehr oder weniger chronologisch quasi. Und dann kann ich hier sehen, was habe ich zuletzt geschaut, was fand ich richtig gut und kann es dann weiterempfehlen. So wie zum Beispiel die YouTube-Serie Seven vs. Wild, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Genau. Und wenn ich mich nicht irre, war es das. Am Ende sind nochmal so ein paar Seiten. Ich bin leider nicht des Japanischen mächtig. Deswegen keine Ahnung, was hier steht. Ich könnte es mir natürlich mit einem Google Translator übersetzen. Dafür war meine Neugier ehrlich gesagt noch nicht groß genug. Ich feiere diesen Planer aber nach wie vor unglaublich. Einfach aus dem Grund, dass das Papier eine wahnsinnig gute Qualität hat. Also es ist von der Dicke her quasi, kann man es sich vorstellen, wie so eine Bibelseite. Und man sieht ja auch schon so ein bisschen, dass man hier so ein bisschen die Tinte auf der anderen Seite durchsieht. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgeht, hier zum Beispiel zu dem Spread, wo ich viel gemalt habe, man sieht zwar ein bisschen, dass es durchscheint, aber es ist halt nicht durchgeblutet, wie das bei manchen Papier so der Fall ist. Und selbst hier, wo ich wirklich mit einem richtig dunklen Stabilo gemalt habe und auch mehrfach über die Stellen drüber gegangen bin, sieht man hier wirklich nur ganz minimal was auf der anderen Seite. Und tatsächlich sieht es sogar jetzt auf der Kamera noch dunkler aus, als es eigentlich ist. Und da bin ich einfach mit der Qualität vom Papier wahnsinnig zufrieden. Das andere ist einfach das Format. Man sieht es ja schon mit meinen Händen. Das Ding ist so breit wie ein Finger. Also es ist wirklich wahnsinnig kompakt. Kann man überall mit hinnehmen, passt in fast jeder Handtasche und so. Ist von der Größe her so ungefähr so groß wie mein Portemonnaie und mich hat es überzeugt. Ich finde, man hat auch gesehen, es sind so viele freie Seiten. Das ist auch kein Mega. Das ist einfach nur das ganz normale Hobonichi Weeks. Für mich ist das ausreichend Platz. Ich bin damit super zufrieden. Habe mir jetzt noch ein bisschen mehr Zubehör geholt. Und zwar habe ich jetzt hier noch so eine, was ist das? Wie so eine Schreibmatte im Prinzip, die man sich unter die Seite drunter legen kann.
Es hat den Vorteil, wenn man jetzt irgendwie Post-its und sowas alles drin hat, die habe ich jetzt alle schon rausgemacht, aber ich habe normalerweise auch so magnetische Page-Marker hier mit drin und so, und das macht das Ganze ja ein bisschen dicker, und wenn man hier dieses Ding drunter legt, hat man immer eine ebene Fläche zum Schreiben, immer, und man hat auch immer direkt hier den Marker, wo man quasi sich befindet. Das finde ich ganz praktisch. Genau. Das ist mein Review für 2021. Das nächste Bullet Journal steht schon in den Startlöchern, und dazu bekommt ihr dann bald ein Video, wie ich das aufgesetzt habe. Das ist aber noch nicht fertig. Das kommt vielleicht irgendwann mal im Januar. Ja, wir sehen uns wieder. Tschüss.